Hallo zusammen, ich bin Chiara und heute erzähle ich euch über den neuen Volvo EX30. Der EX30 ist das neue E-Baby von Volvo. Minimalistisch, sehr nordisch und einfach geil. Fangen wir mal bei der Front an. Da vorne haben wir ein modernisiertes Volvo-Logo, das ziemlich gross ist. Hier auf der Seite haben wir LED-Skiwerfer, die ziemlich hässlich aussehen. Wenn wir gerade bei den Skiwerfern sind, sehen wir hier unten hat es noch eine Luftöffnung. Hier haben wir gerade 20 Zoll Aerodesign-Felgen. Den EX30 haben wir in Cold Blue. Kannst du auch noch in anderen 4 Farben holen. Wenn wir schon hier auf der Seite sind, sehen wir hier, der Seitenspiegel hat keinen Rahmen, was ich mega schickes Design finde. Der EX30 ladet von 10 auf 80% innerhalb 26 Minuten und hat eine Reichweite von 480, ungefähr realistisch gesehen 400 km. Auch die Rücklichter finde ich sehr stylisch. Wenn man hier anschaut, ist auch noch Volvo angelichtet. Hier hinten haben wir 2 Zierlisten, wo dazwischen noch Volvo drauf steht. Finde ich sehr timeless und mega trendy. So, jetzt machen wir noch den Kofferraum mal auf. Hier oben hat es einen ganz schön designten Knopf. Und der EX30 hat 318 Liter drin Platz und wenn man die Sitze runterklappt, 904. So, jetzt schauen wir mal, wie bequem es sich hier hinten anfühlt. To be fair, vorher ist jemand Grosses hier vorne gehockt, hat aber immer noch Platz. Was wir jetzt hier haben bei diesen Sitzen, es ist aus Indigo und ist eine Textilpolsterung, gibt es in weiteren Farben auch noch. Wenn ich jetzt so hier hocke und mir das ein bisschen anschauen und anfühlen, fällt mir auch auf, dass ich recht viel Platz habe. Durch das, dass es ein Panoramadach hat, gibt es auch das Gefühl, dass es viel Luft nach oben hat. Auch der Türgriff finde ich sehr detailliert und mega elegant und auch recht schön und angenehm zum Türen aufmachen. Overall finde ich es hier hinten recht gemütlich. Ich würde sagen, wir schauen uns mal an, was da vorne so läuft. Also, here we are. Wenn ich mir das alles so anschaue und wirklich so drüber fahre, was ich finde, dass Volvo wirklich gut gemacht hat, ist, durch das Band durch haben sie nachhaltige und keine tierischen Materialien gebraucht. Da oben finde ich auch das Design extrem schön gestaltet. Das habe ich jetzt auch noch nie so gesehen mit der Lüftung. Overall ist alles sehr minimalistisch designt worden. Auch hier, wir haben fast keine Knöpfe und es wird alles über den 12,3 Zoll Bildschirm gesteuert. So, jetzt zeige ich euch noch etwas Cooles von der Mittelkonsole. Und zwar klickt man einmal da drauf und man 2 Spots zum Becher rein tun. Drückt man einmal hinterher, hat es auch wiederum für einen Platz. Wir sind uns ja meistens alle gewohnt, hier oben aufzumachen bei der Mittelkonsole für den Stauraum. Haben wir aber beim Volvo EX30 hier unten Führungsplatz, inklusive USB-C. Was anders ist beim Volvo EX30 ist, dass man hier keinen Fahrmodus hat, sondern sogenannte Lenkmodus. Wir haben einerseits weich, mittel und fest. Kann man so ein bisschen das Gefühl vom Lenken einstellen. Was wir hier haben, ist ein Performance All-Wheel Drive. Das heisst, es priorisiert Leistung vor Reichweite. Vielleicht auch noch ein bisschen mehr umdrücken und herausfinden, was wir sonst noch für Features haben. Auch ich bin mir nicht gewohnt, mit so wenig Knöpfen umzugehen. Volvo hat sich da aber mega etwas Gescheites überlegt. Und zwar haben wir hier ein Schnellzugriff-Menü, wo man wirklich alles ziemlich einfach ein- und wieder wegklicken kann. Ich finde es immer mega cool, wenn es ein Ambientelicht hat. Darum probieren wir das gerade mal aus. Volvo hat sich da etwas mega Spezielles überlegt. Und zwar ist alles sehr in einem nordischen Style, wie auch das Ambientelicht. Da haben wir Polarlicht, Nordic Twilight, Midsummer, Archipelago, ich sage sicher falsch, I'm sorry, und Forest Path. Wie ein Seitenspiegel ist der Rückspiegel rahmenlos. Finde ich sehr stylisch. So, wenn ihr jetzt hier zwischen das Lenkrad durchschaut, haben wir hier ein Fahrer-Monitoring-System. Das heisst, wenn du irgendwie zu lange auf die Seite schaust oder deine Augen irgendwo anwandern, tut das eine Warnung auslösen. Wir haben da schon Apple CarPlay installiert, haben aber schon von Grund aus Google Maps, das heisst, es spielt wirklich keine Rolle, was du brauchst. Hier hinten haben wir ein riesiges Soundsystem, und zwar Harman und Kardon. So, und jetzt gehen wir noch fahren. Jetzt hocken wir hier im Volvo EX30 und fahren dann und testen dann mal aus. Ich bin extrem gespannt, wie er jetzt auf alles reagiert. Das Fahrgefühl ist angenehm, er beschleunigt gut. Auch schon ab 60 beschleunigt er extrem gut. Kurvenfahren ist geil! Der Volvo EX30 hat 429 PS und beschleunigt von 0 auf 100 in 3,6 Sekunden. Ich würde sagen, wir probieren jetzt gerade mal aus. Nicht gerade von 0, aber von 35.
Sorry an meinen Kameramann. Das Lenkgefühl ist jetzt so fest eingestellt und immer noch sehr feinfühlig, was ich cool finde. Dass ich es mal auf weich einstelle, er reagiert schon anders. Wir haben ihn jetzt auf Performance statt auf Reichweite eingestellt, darum reagiert er auch so gut oder so schnell. Jedoch habe ich das Gefühl, wenn wir nachher zurückfahren, werde ich ihn auf Reichweite einstellen statt auf Performance und dann schauen wir mal, ob es überhaupt einen Unterschied gibt, beziehungsweise wie groß der Unterschied ist. Ich fahre jetzt wieder ein bisschen langsamer fahren, auch wieder auf 35 runter und dann wieder flooren. Er beschleunigt anders, es hat wie mehr ein Gefühl von hinteren drücken. Der andere ist ein bisschen schneller und reagiert ruckartiger, aber also beide reagieren sensational. Der Volvo EX30 hat wie auch seine anderen Konkurrenten Spurassistenzhilfe, Tempomat, 360-Kamera, Parkhilfe und Spurwechselhilfe auf der Autobahn. Die Fahrwerksabstimmung beim EX30 ist jetzt nicht sportlich, aber auch nicht besonders geschmeidig. Man muss sich so am Anfang ein bisschen daran gewöhnen. All in all finde ich den EX30 extrem angenehm zum Fahren. Er reagiert gut auf die Lenkung, reagiert extrem schnell, wenn ich Gas gebe. Super schönes Auto auch, innen wie von außen. Wirklich, I like this car. So, und jetzt kommen wir zum Fazit. Der EX30 finde ich overall ein mega schönes designtes Auto. Elektrisch super, beschleunigt extrem schnell. Zum Fahren sehr angenehm. Er hat auch so die kleine Ruhe, oder gibt es einen kleinen Ruheton, wenn man irgendwie langsam fährt. Ich muss echt sagen, ich finde ihn mega cool. Und auch die Farbe und das Design an und für sich nice. Jetzt kommen wir noch zum Preis. Du kannst den Volvo EX30 ab 38.250 holen. So, und was haltet ihr vom Volvo EX30? Lasst es mich wissen in den Kommentaren und abonniert den Kanal. Mein Name ist Yara und bis gleich.